Herzlich willkommen zu unserem zweiten Video in der Reihe Stark durch die Erkältungszeit. Heute wollen wir uns anschauen, was sind eigentlich Erkältungen und wozu gibt es Fieber. Ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker und deshalb alles, was ich euch heute erzähle, ist rein informativer Natur und ersetzt keinen Arztbesuch. Als erstes erkläre ich euch so einen typischen Erkältungsverlauf und der fängt meistens mit Halsschmerzen an. Wir merken, der Hals kratzt und irgendwas ist im Anmarsch. Danach setzt der Schnupfen ein, man bekommt Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und so nach einer Woche fängt der Husten an, der dann so nach 10 bis 14 Tagen hat man das meistens überwunden. Man sagt dann im Sprachgebrauch oft, ich hatte schon wieder eine Grippe. Ich möchte heute einmal kurz auf den Unterschied zwischen Grippe und Erkältung, einer normalen Erkältung eingehen, weil mir ist es ganz wichtig, weil eine Grippe ist nämlich was ganz anderes als eine Erkältung. Bei einer Grippe ist es so, dass die Symptome von jetzt auf gleich eintreten. Mein Mann erzählt immer, als Kind hat er mal einmal eine Grippe gehabt und er ist morgens, wollte er zur Schule, er ist aus dem Haus rausgelaufen, fröhlich und unten am Treppenabsatz hat er gedacht, oh, ich glaube, ich lege mich jetzt besser ins Bett und dann lag er 2 Wochen im Bett. Das heißt, es ist typisch für eine Grippe, von jetzt auf gleich krank zu sein. Wir haben dafür weniger Schnupfen, aber Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Husten, Frösteln, Fieber und diese typischen Muskelschmerzen sind sehr stark. Bei der Erkältung ist es immer so, dass wir eigentlich Schnupfen haben ab einem gewissen Punkt, mal mehr, mal weniger, dass wir weniger Kopfschmerzen haben, dass die Abgeschlagenheit und der Husten so mild bis mäßig, je nachdem, dass man eigentlich kaum Fieber hat und seltener Muskelschmerzen. Was ist eigentlich Fieber? Fieber ist für mich ein Geschenk Gottes. Deshalb lasse ich zum Beispiel meinen Kindern das Fieber immer so lang wie möglich oben, solange es ihnen einigermaßen gut geht. Sie liegen dann auf der Couch und ruhen sich aus, aber sie leiden nicht. Sobald sie leiden und nachts nicht schlafen können, bekommen sie natürlich was, aber solange es geht, lasse ich sie aushalten. Unsere normale Körpertemperatur liegt bei 36,5 bis 37,4 Grad und bei den Erwachsenen fängt das Fieber bei 38 Grad an, bei den Kindern ab 38,5. Die Temperatur wird in einem ganz spannenden Mechanismus nach dem Eindringen von Krankheitserregern über das Gehirn gesteuert. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie das funktioniert. Viren und Bakterien mögen keine Temperaturen über 38 Grad. Unser Immunsystem dagegen, was wir uns schon angeschaut haben, liebt Temperaturen über 39 Grad und arbeitet da besonders fleißig. Das heißt, Fieber ist was sehr Sinnvolles, was Nützliches und ein Anzeichen der Abwehrarbeit unseres Körpers. Wichtig ist einfach nur zu bedenken, pro Tag Fieber, eine Woche keinen Sport zu machen, weil viele Erkältungsviren und Grippeviren gehen auch in die Herzmuskeln, sind dort noch eine Weile vorhanden und können dazu führen, dass wenn wir zu früh Sport machen, unser Herz zu arg anstrengt, dass es eine Herzmuskelentzündung gibt. Und dann liegen wir richtig flach und das will keiner. Was können wir tun, wenn wir Fieber haben? Wichtig ist, genügend trinken und sich gut ausruhen. Was bei uns in der Familie sehr gut hilft und das vielleicht für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig ist, ist der Einlauf. Das kann man als Erwachsener selber machen, aber auch bei Kindern ist das eine sehr gute Möglichkeit, das Fieber natürlich ein bisschen runterzubringen und dem Körper einfach ein bisschen Ruhe zu geben. Dazu gibt es für Kinder diese kleinen Geräte, die kann man, wenn man so drückt, mit Flüssigkeit füllen, lauwarm, Körpertemperatur am besten, mit Wasser oder Kamillentee, kann man so aufsaugen. Die Kinder setzen sich auf die Toilette, man führt es in den Anus ein und drückt es sozusagen die Flüssigkeit ein und dann ist das Ganze eine saubere Sache und sie fühlen sich wirklich erleichtert. Mein Kleiner fragt sogar manchmal danach. Das kann ich wirklich empfehlen. Man kann den klassischen Wadenwickel machen. Hier ist zu beachten, macht es bitte nicht bei kalten Füßen oder Händen. Also solange das Fieber noch ansteigt und ihr vielleicht Schüttelfrost habt, macht es bitte nicht. Und auch nicht zu kalt. Ich erinnere mich, meine Mutter hat es nicht gewusst und die hat uns immer eiskalte Tücher um die Füße gemacht. Und das war das Allerschlimmste. Bei allen Anwendungen wie Stirnkompressen, Wadenwickel oder auch den Pulswickel, wo man ein kaltes Tuch hier um das Armgelenk macht es nicht bei ansteigendem Fieber und bei Kindern ungefähr 1 bis 5 Grad unter der Körpertemperatur. Bei Erwachsenen kann man schon 5 bis 10 Grad unter die Körpertemperatur gehen. Einfach, dass es kein so großer Schock gibt und der Körper fängt trotzdem an, wieder abzukühlen. Das Ganze lasst ihr dann immer so 5 bis 10 Minuten dran. Man kann es dann nochmal wechseln und nochmal neu machen und dann einfach dem Körper wieder Ruhe geben und sich zu erholen. Was gibt es bei der Grippe zu beachten? Die Grippe hat, wenn man zum Arzt geht, eine Meldepflicht. Der Herzmuskel, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist gerade bei Grippeviren besonders belastet. Deshalb sollte man da auf die Herzstärkung
während, aber auch 6 bis 8 Wochen nach der Erkrankung achten. Da gibt es wunderbare Heilpflanzen. In unserem nächsten Video werde ich da auch noch mehr dazu erzählen. Wir haben hier zum Beispiel den Weißdorn und den Bitterstoffe wie Ingwer, Engelwurz oder Wermut, die man sehr, sehr gut nutzen kann. Auch der Rosmarin hilft bei der Regeneration, weil man sich oft nach einer richtigen Grippe sehr, sehr lange noch schlapp fühlt. Wenn wir Schmerzen haben, gibt es Mädesüß und Weiderinde. Und gegen die Viren hilft oft auch sowas wie Knoblauch oder immunsystemstärkende Pflanzen wie den roten Sonnenhut. Ansonsten ist das Wichtigste, sich wirklich mal ins Bett zu legen und auszuruhen. Es ist manchmal nicht so einfach, weil man ja viele Aufgaben hat und man muss viele Dinge tun, aber in dem Fall ist wirklich Ruhe und Schonung angesagt. Und euer Körper wird es euch danken. Es gibt Momente, da sollte man dann trotzdem zum Arzt. Und zwar, wenn zum Beispiel ein Husten länger als 3 bis 4 Wochen andauert, wenn beim Husten Blut im Auswurf ist, wenn eine Heiserkeit länger als 3 Wochen andauert und sonst keine Erkältungssymptome da sind, wenn man Atemnot hat oder wenn ihr euch einfach unsicher seid, ob alles in Ordnung ist, dann geht bitte zum Arzt und lasst es einmal abklären. Denn es gibt auch Erkrankungen, die dahinter stehen können, die man rechtzeitig erkennen sollte und die man dann anderweitig behandeln muss. Ich wünsche euch alles Gute und gottesreichen Segen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid.